Deutsch lernen durch Hören. Das Geschenk. Es ist Weihnachten. Christine, die alle nur Kiki nennen, packt ihre Geschenke aus. Sie ist allein zu Haus. Eigentlich wollten ihre Eltern sie besuchen kommen, aber wegen Schnee und Eis wollten sie die 200 Kilometer zu Kiki nicht fahren. Deshalb haben sie ihre Geschenke per Post geschickt. In einem Paket ist eine Kaffeemaschine. Kiki hat sie sich gewünscht, weil ihre alte Maschine noch eine Kanne hat. Sie ist eher für große Portionen geeignet. Kiki braucht aber meistens nur eine Tasse Kaffee. Eine Kanne lohnt sich nur, wenn Kiki Besuch hat. Das kommt aber nur selten vor. Mit der neuen Kaffeemaschine kann sie auch kleine Portionen zubereiten. Nachdem Kiki ein paar warme Strümpfe und ein Buch ausgepackt hat, ist die Kaffeemaschine an der Reihe. Freudig löst Kiki die bunten Bänder, mit denen das Geschenk verziert ist. Dann ist das hübsche Papier mit den Weihnachtsbildern an der Reihe. Es gefällt Kiki so gut, dass sie versucht, es beim Auspacken nicht kaputt zu machen. Als das Geschenk ausgepackt ist, ist Kiki überrascht. Es ist nicht die Kaffeemaschine, die sie sich gewünscht hat. Kiki hatte sich eine ganz einfache Maschine ausgesucht, die einzelne Tassen Kaffee zubereiten kann. Sie war schwarz, eckig und hatte nur 3 Knöpfe. Einen zum Ein- und Ausschalten, einen für kleine Tassen und einen für große Tassen. Diese Kaffeemaschine ist aber rot und ziemlich rund. Außerdem hat sie ganz viele Knöpfe und eine kleine Kanne. Hat ihre Mutter etwas missverstanden? Oder hat sie es nur gut gemeint und eine bessere Kaffeemaschine gekauft? Es scheint ein smartes Gerät zu sein, das man auch per Sprache steuern kann. Dazu kann man seine Vorlieben in der Kaffeemaschine speichern. Wenn man zum Beispiel zum Frühstück immer einen großen Kaffee möchte, kann man das in der Maschine als Kaffee 1 speichern. Kaffee 2 ist dann vielleicht nur ein kleiner Kaffee, der aber besonders stark ist, weil man ihn mit viel Milch trinkt. Eigentlich ist das eine tolle Sache, aber für Kiki ist das völlig unnötig. So eine Kaffeemaschine ist sicher sehr teuer und so viel Geld haben Kikis Eltern auch nicht. Jetzt hat Kiki ein schlechtes Gewissen, weil ihre Eltern ihr so ein teures Geschenk gekauft haben. Deshalb ruft Kiki ihre Eltern an. Sie muss ihnen sagen, dass sie die Kaffeemaschine nicht annehmen kann. Frohe Weihnachten, begrüßt sie ihre Eltern. Ich habe gerade die Geschenke ausgepackt. Danke für die Strümpfe, die sehen sehr kuschelig und warm aus. Das Buch ist toll, das wollte ich mir schon selber kaufen. Dir auch frohe Weihnachten. Schön, dass dir die Sachen gefallen. Was ist mit der Kaffeemaschine? Ist sie heil angekommen? Fragt Kikis Mutter. Ja, danke, dass sie heil angekommen ist, aber, beginnt Kiki, doch ihr Vater unterbricht sie. Ich weiß, es ist nicht die Maschine, die du dir ausgesucht hast, aber die war leider ausverkauft. Die Maschine, die wir dir geschenkt haben, war ein Schnäppchen. Die hat nur ein paar Euro mehr gekostet, deshalb haben wir die genommen. Ach so, wenn das so ist, dann schließe ich sie gleich an und probiere es aus. Ich hatte schon Angst, dass ihr unnötig viel Geld für mich ausgegeben habt. Ich weiß doch, dass ich nichts Teures brauche, erklärt Kiki erleichtert. Das wissen wir, Schätzchen. Wir hätten die Kaffeemaschine auch nicht gekauft, wenn sie nicht so günstig gewesen wäre. Die Verpackung war etwas beschädigt, deshalb hat sie nur die Hälfte gekostet. Das ist doch verrückt. Die Maschine selbst ist völlig in Ordnung, sagt Kikis Mutter. Deine Geschenke gefallen uns auch sehr gut. Dein Vater hat die neuen Socken schon an. Das freut mich, antwortet Kiki. So, jetzt müssen wir Schluss machen.
Die Küchenuhr meldet sich. Das Essen ist fertig, sagt ihre Mutter. Tschüss. Tschüss. Ich melde mich morgen und erzähle, wie der Kaffee aus der neuen Maschine schmeckt. Mach das. Ich bin gespannt, antwortet ihr Vater und beendet das Telefonat. Jetzt ist Kiki beruhigt. Sie bringt die neue Kaffeemaschine in die Küche. Sie ist kleiner als die alte, aber größer als die Maschine, die Kiki eigentlich haben wollte. Als Kiki die neue Maschine einschaltet, spielt sie Musik. Ui, ruft Kiki überrascht. So etwas hat sie noch nicht erlebt. Ihr Kühlschrank piepst zwar, wenn man die Tür nicht richtig schließt, aber keines ihrer anderen Küchengeräte spielt Musik. Hallo, wie möchten Sie Ihren Kaffee? Fragt die neue rote Kaffeemaschine. Kiki überlegt. Eigentlich mag sie es nicht, mit einem elektrischen Gerät zu sprechen. Es kommt ihr komisch vor. Sie schaltet die Maschine wieder aus, um erstmal die Bedienungsanleitung zu lesen. Möchten Sie einen starken Kaffee? Fragt die Maschine und Kiki macht große Augen. Sie hat die Maschine doch gerade erst ausgeschaltet. Kiki zieht lieber den Stecker aus der Steckdose, um sicherzugehen, dass die Maschine wirklich aus ist. Mit der Bedienungsanleitung in der Hand setzt sich Kiki an den Tisch. Aufmerksam liest sie sich die komplizierte Anleitung durch. Dann füllt sie Wasser in die Maschine. »Möchten Sie einen großen Kaffee?« fragt die Kaffeemaschine. Sagt Kiki unsicher. Die Kaffeemaschine hat keinen Strom. Warum spricht sie? »Ich will jetzt keinen Kaffee«, sagt Kiki und kommt sich blöd vor. »Bitte füllen Sie Kaffeepulver ein, damit die Zubereitung beginnen kann«, antwortet die Kaffeemaschine. »Ich möchte jetzt keinen Kaffee«, wiederholt Kiki laut und deutlich, falls die Maschine sie nicht richtig verstanden haben sollte. »Bitte füllen Sie Kaffeepulver ein«, wiederholt die Maschine lauter und deutlicher als zuvor. Kiki beginnt die Maschine zu untersuchen. Irgendwie muss sie doch Strom bekommen. Ob sie eine Batterie hat? »Ich habe heißes Wasser«, spricht die Kaffeemaschine. Sofort kommt kochendes Wasser aus der Maschine. Es läuft überall hin, denn die kleine Kanne steht nicht in der Kaffeemaschine. Hektisch stellt Kiki die Kanne hinein und verbrennt sich dabei die Finger. »Au«, schreit sie. »Bitte füllen Sie endlich das Kaffeepulver ein«, meckert die Maschine. Jetzt reicht es Kiki. Sie verlässt die Küche und die meckernde Kaffeemaschine. »Kaffee! Ich möchte einen Kaffee machen«, schreit die Maschine so laut, dass Kiki es durch die geschlossene Tür hört. »Die Kaffeemaschine behalte ich auf keinen Fall«, beschließt Kiki, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich sie wieder einpacken soll. Kiki setzt sich ins Wohnzimmer, weit weg von der smarten Kaffeemaschine. Diese Kaffeemaschine ist nicht nur smart, sie ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Sie ist psychotisch und gefährlich, und das sogar ohne Strom. Kiki überlegt, was die Maschine ihr tun könnte, wenn sie wieder in die Küche gehen würde. Eigentlich kann sie nichts tun, als zu schreien und zu meckern. Also nimmt Kiki die Verpackung der Kaffeemaschine mit in die Küche. Sie stellt den großen Karton auf den Tisch. Dann geht sie vorsichtig zur Kaffeemaschine. Diese flucht und schreit nach Wasser und Kaffee. Ängstlich nimmt Kiki die rote Maschine und steckt sie zurück in die Verpackung. Dann klebt sie den Karton gründlich zu. Noch ein paar Minuten hört Kiki die dumpfen Schreie aus dem Karton, bis die Maschine endlich aufhört zu schreien. Nie wieder smarte Geräte, denkt Kiki. Was sie damit machen soll, weiß sie noch nicht. Die Rückgabe wird schwierig.
Denn die Kaffeemaschine wurde in einem 200 Kilometer entfernten Geschäft gekauft. Außerdem hat Kiki keine Ahnung, was sie ihren Eltern sagen soll. Werden sie ihr glauben, dass die künstliche Intelligenz in der Kaffeemaschine psychotisch ist? Sie selbst kann es kaum glauben, aber eines weiß sie: Morgen früh wird sie ihren Kaffee wieder mit der alten Kaffeemaschine kochen.